Mein Name ist Julia Mestern, ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin, Schwerpunkt Reiten und ich bilde Pferde aus, besonders in den Vielseitigkeitssport, komme ursprünglich aus der Dressur und habe über ein besonderes Pferd den Weg in die Vielseitigkeit gefunden und fühle mich da sehr wohl jetzt. Smutschi habe ich gefunden tatsächlich in England durch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und zwar sind wir für ein ganz anderes Pferd nach England geflogen. Also ich hatte mein 4-Sterne-Pferd verloren und wir wollten also ein neues 4-Sterne-Pferd oder ein Pferd, wo ich in diesen Bereich wieder einsteigen kann, finden, haben eins in England gefunden. Wir sind losgeflogen und im Abflug, also wirklich auf dem Terminal, kam der Anruf, das Pferd steht nicht mehr zum Verkauf. So, wir hatten die Flüge und haben gesagt, naja, gut, toll, dann gehen wir jetzt, also fliegen wir trotzdem nach England, sind wir hingeflogen, haben uns junge Pferde angeguckt, haben telefoniert und Frau Dutt, mit der ich eben da unterwegs war, die hat so konsequent die ganze Welt angerufen in England, dass wir tatsächlich, also wir waren schon auf dem Rückflug, eigentlich auf der Fahrt zum Rückflug, bekamen wir einen Anruf, da ist ein Pferd auf dem anderen Ende von England. Ihr müsst noch einmal genau auf die andere Seite. Das haben wir gemacht, haben den Flug gecancelt, sind da hingefahren, haben Smutschi gefunden. Ich habe den in der Box gesehen und kriege jetzt noch Gänsehaut, weil ich einfach wusste, das ist mein Pferd. Also der hat einen einfach so angeguckt schon mit seinen großen Augen und dieser lieben Art, die er hat. Und dann habe ich ihn ausprobiert und es war wirklich von Anfang an, dass wir uns einfach mochten. Ja. Also das war, weiß auch nicht, warum das passiert ist, aber es war einfach super viel Glück. Smutschi war Ende 11-jährig oder war 11-jährig und er war in dem Ausbildungsstand, dass er schon 4 Sterne gelaufen ist, also auch erfolgreich, hatte dann mit der Reiterin aber einfach, dass es nicht mehr harmoniert hat und sie einfach nachher noch nicht mal mehr, also ist sie auch nicht mehr über 2 Sterne mit ihm, hätte sie nicht mehr reiten können, weil er einfach, ja, das irgendwie stimmte die Abstimmung zwischen den beiden nicht oder das ist vielleicht auch ein bisschen schnell gegangen. Er ist ein sehr sensibles Pferd, der auch verstehen möchte, was er macht. So habe ich ihn übernommen, dass wir eigentlich wussten, er hatte jetzt nicht so eine gute Saison, dadurch konnten wir ihn aber auch kaufen. Und ich habe mir einfach überlegt, ich möchte mir die Zeit mit diesem Pferd lassen, weil er so besonders ist, ihn da wieder auf den Stand zurückzubringen und das ist ja auch ganz gut gelungen. Smutschi kam dann, ich glaube, fast 4 Wochen oder 3,5 Wochen später erst hier an. Und dann haben wir einen Einzeltransport gemacht, dass er dann individuell halt hierher gefahren wurde, nicht im Sammeltransport, weil da sind die Pferde ja teilweise wirklich lange unterwegs. Und er kam super toll hier an. Also die haben sich ganz toll gekümmert. Er hatte Heu und Wasser und stieg hier aus im vollen Leben. Sehr verfettet, muss ich sagen. Also so Wasserfett, also so, die füttern ja immer diese Haylage, also so Heulage irgendwie in England und so sah er auch ein bisschen aus. Und der Trainingsstart war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich lasse ihm jetzt erstmal Zeit, hier anzukommen und habe dann ganz in Ruhe begonnen, wie mit einem jungen Pferd, dass ich gesagt habe, ich baue erstmal auf, versuche erstmal rauszufinden, wo seine Schwerpunkte liegen einfach, also wo er sich wohlfühlt. Musste da auch vieles feststellen, was mir nicht so gut gefallen hat, einfach was ich umstellen wollte und auch geglückt ist dann. Und ja, so war eigentlich der erste Weg und es hat etwas gedauert. Wir mussten natürlich auch erstmal Beschlag umstellen. Also alles so, was uns halt aufgefallen ist, woran es auch liegen konnte, dass das Pferd sich erstmal nicht so wohl gefühlt hat bei der alten Reiterin. Das haben wir versucht umzustellen. Also es ging ja dann Richtung Winter. Dann war natürlich eigentlich noch so eine Saison, dass man erst gedacht hat, ach, reitet man jetzt noch irgendwelche kleinen Prüfungen oder macht noch irgendwie sowas. Aber dann haben wir uns entschlossen, nein, wir machen gar nicht auf Turniersport mehr. Wir lassen uns jetzt diese Zeit und nehmen die, um das Pferd wirklich aufzubauen. Dadurch hatte ich ja fast ein Dreivierteljahr, bis die neue Saison losging. Und das hat mir also super gut geklappt und hat mir einfach auch die Möglichkeit gegeben, ihn wirklich gut kennenzulernen, ohne Turnierdruck oder Stress zu haben. Das ja, war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Also er war dressurmäßig so weit gefördert, wie es muss. Er hat sehr, sehr gute Bewegungen. Die haben sie auch im Vorderbein rausgeritten, aber nicht ganz so im Hinterbein. Also das war so mein erster Angriff, den ich gesagt habe, ich möchte ihn gern einfach geschlossener haben, aus dem Hinterbein heraus. Daran arbeiten wir auch noch. Das ist natürlich was einfach, wenn es jahrelang anders gemacht wurde, einfach auch Jahre dauert, bis man das wirklich so, wie ich es als Dressurreiterin dann in mir drin, die ja doch noch da ist, dann hinbekomme. Schritt war ein großes Thema, was wir gut hingekriegt haben, dass er einfach im Schritt sehr angespannt war, immer eher so ein bisschen nervig. Und Ausreiten war tatsächlich also ein Buschpferd, was nicht ausreiten konnte.
Also es ist, glaube ich, ganz oft so, heutzutage ist der Brustsport eben auch so professionell geworden, dadurch, dass es keine Rennbahn mehr gibt, fahren die Leute nur noch zum Galoppieren. Die Pferde werden aufgeladen, abgeladen, galoppieren irgendeinen Berg hoch oder auf einer Fläche, werden wieder aufgeladen, fahren wieder nach Hause oder man reitet dahin. Aber normales Ausreiten kannte dieses Pferd tatsächlich nicht. Also es hat ihn richtig gestresst. Aber mittlerweile ist er Profi. Profi-Ausreitepferd. Nein, aber ich finde es einfach wichtig. Ein Pferd muss gelassen sein und muss einfach auch die Natur erleben und auch zufrieden sein. Und ich muss etwas finden, wo ich auf ihm drauf bin und ihn reite und er ist zufrieden. Und das haben wir jetzt geschafft, ja. Ja, die Fütterung von Smudge habe ich umgestellt, weil dieses Pferd natürlich sehr gestresst war. Das ist das Erste, was mir ja aufgefallen ist. Zusätzlich hatte er sehr viele Fettpolster am Körper, die da einfach nicht hingehören. So ein bisschen schwammiges Fett. Und da habe ich einfach gemerkt, mit Hafer zum Beispiel ist er sehr spannig geworden. Das ist tatsächlich so, dass ihn der Hafer einfach ein bisschen sticht oder einfach die Muskulatur stramm macht. Und da musste ich eben was finden, was ich natürlich tollerweise bei Acrops gefunden habe, womit ich ihm genug Energie zuführen kann und trotzdem das Pferd eben nicht so spannig mache. Also einfach versuchen, seinen Magen zu schonen, genügend Energie zu geben, aber keine Energie, die ihn noch zusätzlich belastet und ihn noch gestresster macht. Also Smudge ist ja so sage ich mal, wiegt ja so ungefähr 620 Kilo, würde ich sagen jetzt. Und er ist voll im Training und da bekommt er tatsächlich 14 Kilo Heu angeboten. Und er frisst ca. 12 davon. Also er frisst sehr gut Heu, er frisst auch auf dem LKW immer gut Heu. Das ist das, was er bekommt. Wenn er jetzt zum Beispiel eine Prüfung gelaufen ist, eine Geländeprüfung, dann ist deutlich zu sehen, dass er noch mal 2–3 Kilo mehr frisst. Also dann können wir bis zu 15 Kilo oder 16 Kilo bieten wir ihm dann einfach an. Also kriegt er anderthalb Ballen fast von dem Acrops Heu auf dem Turnier jetzt zum Beispiel. Ja, wir sind immer sehr kreativ, weil wir auch viel draußen reiten mit dem Wetter. Das heißt, manchmal muss ich ein bisschen hin und her switchen. Im Moment sieht es so aus, dass wir montags immer unser Doppellongen-Tag haben. Einfach so schön, dass er einmal ein bisschen locker ist. Am Dienstag meistens ein bisschen Cavaletti-Arbeit machen. Am Mittwoch, das kommt jetzt immer drauf an, zu dieser Zeit trainieren wir zweimal die Woche an der Kondition. Das heißt, wir galoppieren zweimal, dann galoppieren wir am Mittwoch. Dann am Donnerstag ist Dressur. Am Freitag springen wir meistens ein bisschen. Der Dressurtag, also das switcht so ein bisschen, wie doll wir galoppiert sind. Wenn ich jetzt am Mittwoch richtig viel galoppiert bin, also es kommt darauf an, habe ich Ausdauertraining gemacht oder habe ich so ein Kurzstreckentraining gemacht, wo sie wirklich sehr belastet werden, also in meinen Augen mehr belastet werden, weil sie öfter schneller gehen, als wenn ich etwas ruhiger galoppiere. Und je nachdem ist dann der Donnerstag ein bisschen ruhige Dressur oder wirklich mehr Dressur. Freitag wird gesprungen und Samstag oder Sonntag wird dann wieder galoppiert. Je nachdem, wie der Trainingstag am Mittwoch, also im Moment macht das Galopptraining, gibt an, wie die anderen Trainingstage ablaufen. Ich halte nichts davon, wenn ich wenn ich jetzt einen Tag sehr trainiere und Galopptraining mache und am nächsten Tag sage ich jetzt, ich mache nichts, dann gehe ich halt einfach mit dem mal am Fahrrad ein bisschen, lasse ich sie traben neben mir her oder so. Also wir haben auf jeden Fall immer 2 Saisonziele im Jahr. Dieses Jahr ist das Hauptziel sicherlich Ende der Saison wieder eine lange 4 Sterne. Darauf arbeiten wir hin. Dazu werde ich noch mal eine lange 3 Sterne reiten, um einfach auch noch mal dieses Training abzufragen. Das wird sozusagen wahrscheinlich zusätzlich zu den 4-Sterne-Prüfungen, die er gehen muss, das ein Ziel sein, weil nach einer langen Prüfung muss in meinen Augen ein Pferd immer mindestens 3–4 Wochen Pause bekommen, aktive Pause, aber so, dass es sich regenerieren kann. Die Fütterung muss absolut darauf angepasst werden, weil ich habe jetzt so einen tollen Tracker, der sozusagen sagt, wie viel Kalorien mein Pferd verbraucht. Und das war mir nicht bewusst, zum Beispiel in einem Training für eine lange 4 Sterne, dass mein Pferd 16.000 Kilokalorien da weghaut. Und das ist wirklich schwer auch wieder reinzubekommen. Wir machen das mit der Fütterung tatsächlich so, dass wir das täglich anpassen. Also täglich sage ich meiner Futterdame, so, das ist heute das Training gewesen. Morgens kriegen sie relativ gleichmäßig und abends oder mittags wird dann nochmal angepasst an die Leistung, die sie gebracht haben. Wenn ich also ein Galopptraining mache, wird mein Pferd anders mit Energie versorgt, als wenn ich Doppellonge mache. Das ist ganz wichtig, weil ich möchte einfach das Kraftfutter nicht als Futtergrundlage sehen, sondern das ist Heu, sondern ich möchte es als Zusatz, um die Energie in das Pferd zu bekommen, die das Pferd braucht. Ein Pferd wie Smudge braucht eine andere Energie als ein reines Warmblutpferd oder ein Pony, das ist ganz klar. Da muss ich mit mehr arbeiten und kann deswegen auch
nicht ganz immer sagen, sondern es ist ganz viel auch Gefühl. Also es muss ich auch wirklich rausfinden beim Reiten, wie viel braucht mein Pferd. Also ist der jetzt heute müde bei der Fütterung, ist der zu doll bei dieser Fütterung und dann sprechen wir das ab und danach wird die Fütterung angepasst. Trotzdem muss ich natürlich eine Grundversorgung herstellen, das ist ganz klar. Also ich sage mal, ein Pferd wie Smudge wird sicherlich immer seine 2,5–3 Kilo Kraftfutter bekommen am Tag. Das ist schon so, weil der so einen Umsatz auch einfach hat. Aber ein anderes Pferd wie Kuckuck, der viel größer ist, braucht nicht so viel, weil der gar nicht so einen Umsatz hat. Und das muss man ganz individuell pro Pferd machen. Ja, also wenn wir ihn jetzt, so wie wir im Moment jetzt trainieren, würde ich sagen, bekommt er 1,5 Kilo vom getreidefreien Müsli, ein halbes Kilo Reis. Für den Reis, um einfach das Calcium-Phosphor-Verhältnis einzuhalten, bekommt er Luzerne, ca. so 400 Gramm. Und Grünhafer, weil ich den einfach liebe, nein, weil der auch einfach gut ist, bekommt er 600 Gramm. Also er bekommt ca. 50 Milliliter Öl am Tag. Das ist sehr individuell, wie er arbeitet. Wichtig ist, dass die ganze Mahlzeit natürlich am Tag ist. Jetzt nicht pro Mahlzeit bekommt er nicht 3 Kilo, sondern am Tag ca. 3 Kilo Kraftfutter. Smudgys Vorlieben sind natürlich absolut das Essen. Was ein Glück. Und alles, was mit Hindernissen zu tun hat, ist auch wirklich seine Vorliebe. Also er springt unheimlich gerne, da geht sein Herz auf und da hat er Spaß dran. Galoppieren liebt er. Auch, glaube ich, sich zu präsentieren. Das ist so ein bisschen, was ich in der Dressur jetzt mit ihm erarbeiten möchte. Er ist eigentlich so, sagt man, so eine Rampensau. Er fährt total gern LKW und sowas alles. Aber er hat so ein bisschen in der Dressur verloren, sich zu präsentieren. Und das ist was ich jetzt mit ihm erarbeiten möchte. Weil wenn er das macht, dann ist er unschlagbar in meinen Augen. Also dann müssen sich die Leute schon sehr anstrengen.